Ich begrüße dich, lieber Zwilling. Mein Name ist Angelika und du bist auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute habe ich für dich ein Tarot-Reading für den April im 2026. Jahr. Na gut, schauen wir gemeinsam, was dir dieser April bringen wird, und beginnen wir mit 3 wichtigen Ereignissen. Also, wir schauen uns die 3 bedeutendsten Ereignisse an, die dich im April im 2026. Jahr erwarten. Also, das erste wichtige Ereignis, das zweite und das dritte. Danach schauen wir, was dich im beruflichen Bereich erwartet, wie sich deine Einnahmen im April entwickeln werden. Dann werfen wir einen Blick auf dein Liebesleben und deine Beziehungen, wenn du bereits in einer Verbindung bist, und ob es für dich eine Möglichkeit gibt, deiner Liebe zu begegnen im April, also was dich in der Liebe erwartet. Danach schauen wir, worauf du im Bereich Gesundheit achten solltest und welchen Rat die Karten dir für den April im 2026. Jahr geben. Dann lass uns beginnen. Also, das erste wichtige Ereignis ist die 9 der Münzen. Das zweite wichtige Ereignis ist der Ritter der Münzen. Und das dritte wichtige Ereignis ist die 5 der Stäbe. Was ich dir sagen möchte, dein April wird ein ziemlich dynamischer Monat. Ein Monat, der dir den Beginn neuer, langfristiger Projekte und Vorhaben bringt, der dir zugleich sehr gute Geldbeträge bringen kann und gleichzeitig eine Phase, in der du deinen Platz im Leben behaupten darfst. Und jetzt gehen wir tiefer in jede einzelne Karte hinein. Die 9 der Münzen spricht von Manifestation, von greifbaren Ergebnissen deines finanziellen Erfolgs und gleichzeitig auch von innerem und äußerem Wohlstand. Diese Karte zeigt, dass sich in deinem Leben ein Zustand von Fülle entfalten kann. Und diese Fülle zeigt sich hier vor allem in der materiellen Realität. Im Allgemeinen deutet diese Karte darauf hin, dass sich wichtige Ereignisse im April für dich sehr harmonisch entwickeln, dass du dich sicher, getragen und innerlich ruhig fühlen kannst und dass auch Momente von Genuss und Freude ihren Platz haben werden. Für manche von euch kann sich das wie ein Wendepunkt anfühlen, als würde sich das Leben oder eine wichtige Situation endlich zum Besseren drehen. Die Dinge beginnen sich zu klären, Herausforderungen lösen sich sanfter auf oder verlieren ihre Schwere, und du findest Lösungen, die sich stimmig und richtig anfühlen. Und genau das wird dir ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit schenken. Für einige kann sich diese Energie auch in Form von steigenden Einnahmen zeigen, größeren Auszahlungen oder einer wachsenden Anzahl von Kunden. Achte auch darauf, dass am Boden des Decks die 6 der Münzen liegt. Das bedeutet, dass Geld und Ressourcen in einem stetigen Fluss zu dir kommen können. Alles, was du brauchst, wird dich im April auf die eine oder andere Weise erreichen. Diese Karte kann auch als Geschenke erscheinen, die du erhältst oder selbst aus dem Herzen herausgibst. Es können kleine oder auch größere Überraschungen sein, die andere Menschen für dich vorbereiten. Für einige von euch können auch Themen rund um Erbe eine Rolle spielen, sei es in Gesprächen, in Entscheidungen oder im tatsächlichen Erhalt. Für andere zeigt sich dieser Monat einfach als ruhig, stabil und angenehm, indem du nicht nur arbeiten, sondern auch bewusst genießen und dich erholen kannst. Und noch ein wichtiger Punkt: Die 9 der Münzen bringt oft auch Themen rund um Grundstücke oder Immobilien. Dabei geht es eher um etwas außerhalb der Stadt, vielleicht ein Haus im Grünen oder ein Rückzugsort. Du könntest dich mit solchen Themen beschäftigen, dort etwas ordnen oder einfach Zeit an diesem Ort verbringen. Oder du gönnst dir einfach eine kleine Auszeit dort. Insgesamt zeigt diese Karte, dass dir eine Phase von Stabilität, Ruhe und innerem Gleichgewicht bevorsteht. Weiter geht es mit dem Ritter der Münzen. Auch das ist eine Karte der materiellen Stabilität und eines verlässlichen Einkommens, aber sie öffnet gleichzeitig Türen zu neuen Möglichkeiten. Sie zeigt, dass du im April gebraucht wirst. Du bist dieser Mensch, auf den man sich verlassen kann, der das, was er verspricht, auch wirklich umsetzt, der über Wissen und Können verfügt und sowohl kurzfristig als auch langfristig auf Ergebnisse ausgerichtet ist. Was du dir für den April vornimmst und vielleicht sogar über diesen Monat hinaus planst, darauf bewegst du dich ruhig, sicher und konsequent zu. Hier geht es nicht um schnelle Durchbrüche, sondern um einen gleichmäßigen, bewussten Weg nach vorne. Wie ein Langstreckenläufer, der seine Kräfte klug einteilt, der weiß, wie weit der Weg ist und der dennoch mit innerer Ruhe auf das Ziel zugeht. Genauso entfaltet sich auch deine Energie. Du bringst eine tiefe Form von Praktikabilität in alles ein, was du tust. Und genau diese Bodenständigkeit zieht andere Menschen zu dir, darunter auch diejenigen, die deinen Wert erkennen, deine Fähigkeiten schätzen und mit dir zusammenarbeiten möchten.
Diese Energie wirkt so unterstützend, dass deine Ziele nicht nur erreichbar werden, sondern dir auch stabile und gute Einnahmen bringen können. Gleichzeitig zeigt diese Karte deinen Fleiß. Vielleicht spürst du bereits irgendwo am Horizont eine größere Geldsumme, ein Ziel, das dich ruft, und genau dafür bist du bereit, mehr zu geben, dich mehr einzubringen. Oder deine Ambitionen wachsen gerade und du möchtest die Dinge wirklich auf höchstem Niveau umsetzen. Du willst dir selbst beweisen, wozu du fähig bist. Der Ritter der Münzen kann auch anzeigen, dass sich langfristige Perspektiven öffnen. Vielleicht erhältst du ein Angebot, das sich als sehr wertvoll erweist, oder eine Aufgabe, bei der du dich zeigen kannst und dafür Anerkennung bekommst. Man sieht dich, man schätzt dich und genau das bringt dich weiter voran. Es kann auch eine wichtige Reise sein, geschäftlich oder im Zusammenhang mit deiner Entwicklung oder sogar ein Ortswechsel. Diese Karte lädt dich ein, deinen Weg mit Ausdauer zu gehen, in allem einen praktischen Sinn zu erkennen und dich auf das zu konzentrieren, was dich wirklich weiterbringt. Und genau dieser Ansatz wird dir nicht nur Klarheit geben, sondern auch greifbare materielle Ergebnisse bringen. Und nun zur 5 der Stäbe. Diese Karte steht für Wettbewerb, für Spannung, für ein inneres und äußeres Kräftemessen, aber auch für den Moment, in dem du deinen Platz im Leben bewusst einnimmst, deine Position verteidigst und dir erlaubst, erfolgreich und erfüllt zu sein. Hier kann sich ein sehr starkes inneres Feuer zeigen, ein Wunsch zu gewinnen, voranzukommen und dich durchzusetzen. Du spürst, dass es jetzt wichtig ist, nicht zurückzuweichen, sondern sichtbar zu werden und für dich einzustehen. Diese Energie kann sich auch ganz konkret als Wettbewerb zeigen, sei es im Beruf, im Business oder in anderen Lebensbereichen. Doch das Entscheidende ist, deine innere Ausrichtung geht klar in Richtung Erfolg. Und auch wenn diese Karte eine Form von Kampf zeigt, ist es kein zerstörerischer Kampf, sondern eher wie ein sportlicher Wettlauf. Alle stehen an der Startlinie, jeder gibt sein Bestes und am Ende gewinnt derjenige, der innerlich am klarsten und stärksten ist. Und genau hier liegt deine Kraft. Deine Ambitionen werden im April deutlich spürbar. Du möchtest dich beweisen, dich zeigen, wachsen. Du willst Ergebnisse sehen, die wirklich etwas bedeuten. Und dabei geht es nicht nur um äußeren Erfolg, sondern auch darum, dich selbst auf einer neuen Ebene zu erleben. Diese Phase wird aktiv, lebendig und fordernd sein. Eine Zeit, in der du dich selbst formst und neu definierst. Insgesamt kann man sagen, dass sich viele Ereignisse sehr schnell entfalten, mit einer starken Dynamik und Intensität. Und du bist mittendrin, wach, präsent und voller Energie. Und jetzt schauen wir uns an, was dich im beruflichen Bereich erwartet und wie sich deine finanzielle Situation entwickeln wird. Im Beruf zeigt sich die große Arkana, der Mond, und im finanziellen Bereich der König der Stäbe. Der Mond kann hier auf verschiedene Weise wirken. Er kann auf nächtliche Arbeit, Tätigkeiten im Hintergrund, Arbeit im Homeoffice oder auf etwas hinweisen, das nicht offen gezeigt wird. Es kann auch bedeuten, dass du in Bezug auf eine Situation oder eine Person noch nicht alles klar erkennst, dass etwas im Verborgenen liegt oder sich noch nicht vollständig zeigt. Manchmal bringt der Mond auch ein Gefühl von Unsicherheit, als wäre etwas instabil oder noch nicht greifbar. Vielleicht fehlen dir Informationen und du bist innerlich auf der Suche nach Klarheit. Oder es gibt subtile Spannungen, unausgesprochene Dinge im Arbeitsumfeld. Wenn du angestellt bist, können sich kleine Intrigen oder unterschwellige Dynamiken zeigen. Und genau hier kommt wieder die Energie der 5 der Stäbe ins Spiel, denn du wirst bereit sein, dich zu behaupten und deinen Raum zu schützen. Und daneben dem Mond der König der Stäbe liegt, der für starke finanzielle Energie steht, kann man davon ausgehen, dass du dich in dieser Situation durchsetzen wirst. Es zeigt sich sogar, dass dein Einkommen steigen kann. Oder es kommt Unterstützung in dein Leben, jemand, der dich fördert, dich empfiehlt oder dir neue Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht erhältst du ein Angebot, bei dem du dich voll entfalten kannst. Trotzdem lädt dich der Mond dazu ein, besonders achtsam zu sein. Achte auf das, was um dich herum geschieht, aber auch auf das, was du innerlich wahrnimmst. Es kann sein, dass auch äußere Umstände sich unstet anfühlen, als wäre vieles im Wandel, schwer greifbar, und genau dadurch entstehen Unsicherheiten. Deshalb ist es wichtig, nichts vorschnell zu entscheiden. Beobachte, spüre hinein und erlaube dir, Dinge reifen zu lassen. Es kann auch sein, dass du auf Menschen triffst, die nicht ganz offen spielen oder dass Konkurrenz auftritt, die sich nicht direkt zeigt. Oder du wirst in Situationen gedrängt, in denen schnelle Entscheidungen erwartet werden. Und genau hier liegt deine Aufgabe. Nicht impulsiv zu handeln, sondern bewusst zu wählen. Versuche, den April eher ruhig und unauffällig zu durchlaufen. Bleibe bei dir, arbeite weiter an deinen Aufgaben, ohne dich zu sehr nach außen zu exponieren. Und wenn der richtige Moment kommt, wirst du ganz klar erkennen,
welcher Schritt für dich der richtige ist. Gleichzeitig zeigt der König der Stäbe, dass es dir finanziell gut gehen wird. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass der Mond sich eher als Arbeit im Hintergrund zeigt, als eine Phase, in der du mehr im Verborgenen wirkst. Vielleicht übernimmst du zusätzliche Aufgaben in der Nacht oder entwickelst eine zweite Tätigkeit neben deinem Hauptjob. Vielleicht arbeitest du selbstständig, nimmst Aufträge an oder nutzt deine Zeit außerhalb deiner Haupttätigkeit für etwas Eigenes. Auch Arbeit im Internet oder im Remote-Format ist möglich, denn wenn hier große Probleme wären, würden sie sich auch im finanziellen Bereich zeigen. Und genau das ist hier nicht der Fall. Der König der Stäbe steht für gutes Einkommen, für größere Geldzuflüsse, für Erfolg und finanzielle Stabilität. Und all das kommt durch deine Initiative, deine Zielstrebigkeit und deine Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Diese Karte steht auch in Resonanz mit der 6 der Münzen. Das bedeutet, dass es Menschen geben kann, die dich unterstützen, dir Aufträge geben oder dich finanziell stärken. Vielleicht gibt es jemanden, der wie ein Förderer oder verlässlicher Partner an deiner Seite ist, der dir Möglichkeiten eröffnet. In jedem Fall zeigt sich hier, dass dein finanzielles Potenzial im April hoch ist. Die Möglichkeiten sind groß und die Ergebnisse werden dich zufriedenstellen. Und nun schauen wir weiter. Was erwartet dich im Bereich der Liebe? Hier erscheint eine Karte, die in diesem Deck Karma genannt wird. In der klassischen Bedeutung entspricht sie der Karte Gericht. Und für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, in einer stabilen, langfristigen Verbindung, zeigt diese Karte, dass eure Beziehung auf eine neue Ebene übergeht. Es ist eine tiefere, qualitativ andere Stufe. Vielleicht lebt ihr bisher einfach zusammen und trefft nun die bewusste Entscheidung, eure Verbindung offiziell zu machen. Oder ihr wart in einer Beziehung und entscheidet euch, zusammenzuziehen oder eure Verbindung zu festigen. Es kann auch andere Formen dieser Entwicklung geben, aber der Kern ist immer derselbe, eine bewusste Transformation eurer Verbindung. Diese Karte bringt auch die Erkenntnis, dass eure Begegnung nicht zufällig ist, dass eure Verbindung eine tiefere Bedeutung trägt. Es kann sich zeigen, dass ihr gemeinsame Ziele entwickelt, gemeinsame Projekte aufbaut oder sogar eine gemeinsame Grundlage schafft, die euch beide trägt. Vielleicht bringt einer Wissen ein und der andere unterstützt. Oder ihr erschafft gemeinsam etwas Neues, wie ein gemeinsames Projekt oder sogar ein eigenes Business. Im April können Ereignisse eintreten, die wie ein innerer Neustart für eure Beziehung wirken. Und wenn es zuvor Spannungen, Missverständnisse oder Konflikte gab, dann entsteht jetzt die Möglichkeit, darüber hinaus zu wachsen. Ihr erkennt, was wirklich zählt, und eure Verbindung bekommt eine neue Tiefe. Manchmal zeigt diese Karte auch, dass sich Menschen voneinander lösen. Doch auch das geschieht nicht plötzlich oder schmerzhaft unverständlich, sondern eher als ein inneres Verstehen, dass der gemeinsame Weg sich erfüllt hat. In diesem Fall wird eine Trennung nicht als Verlust erlebt, sondern als Befreiung, als Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Es ist wie ein bewusstes Loslassen, um Raum für etwas Neues zu schaffen. Und genau dadurch öffnet sich die Möglichkeit, in Zukunft einem Menschen zu begegnen, mit dem du dich wirklich verbunden fühlst. Für diejenigen, die aktuell nicht in einer Beziehung sind, kann diese Karte bedeuten, dass ein Mensch aus der Vergangenheit zurückkehrt. Eine frühere Verbindung kann sich erneuern, nicht aus Zufall, sondern weil noch etwas offen war zwischen euch. Und im April kann sich zeigen, dass ihr beide bereit seid, dieses Kapitel neu zu schreiben. Pause. Doch selbst wenn dieses Thema für dich nicht aktuell ist, spricht diese Karte davon, dass du einem Menschen begegnen kannst, bei dem sich etwas in dir sofort stimmig anfühlt, als würdet ihr euch auf einer tieferen Ebene erkennen. Mit diesem Menschen entsteht ein Gefühl von Ganzheit, als würdest du dich nicht mehr verloren oder allein fühlen. Es ist, als würde sich ein neuer Abschnitt deines Lebens öffnen, in dem du dich getragen und gesehen fühlst. Eine Verbindung, die dir Sicherheit gibt und dich gleichzeitig wachsen lässt. Nun schauen wir weiter. Worauf solltest du im Bereich Gesundheit achten? Hier erscheint die große Arkana, die Welt. Und diese Karte spricht von sehr guter Gesundheit, von innerer Stabilität, von einer starken harmonischen Energie in deinem Körper. Wenn du dich zuvor erschöpft gefühlt hast oder gesundheitliche Themen hattest, zeigt diese Karte, dass sich dein Zustand im April verbessert. Du beginnst dich zu erholen, deine Kräfte kehren zurück und ein innerer Heilungsprozess setzt sich fort. Das ist eine sehr unterstützende Energie. Und nun schauen wir uns den Rat für dich an. Auch hier erscheint eine sehr schöne Karte, die 10 der Kelche. Diese Karte steht für Familie, für Nähe, für emotionale Verbundenheit. Als Rat zeigt sie dir, dass du dich im April auf deine nahestehenden Menschen stützen darfst.
Auf diejenigen, die dich lieben, die dich verstehen, die dich wirklich sehen. Und gleichzeitig ist es eine Einladung, selbst emotional präsent zu sein, deine Gefühle zu teilen und bewusst in diese Verbindungen zu investieren. Diese Karte bringt auch ein Gefühl von Freude, von innerer Erleichterung. Vielleicht ist es die Erleichterung nach einer schwierigen Phase, in der du viel getragen hast. Oder das Gefühl, dass sich Dinge endlich ordnen, dass Stabilität zurückkehrt. Oder einfach die tiefe Zufriedenheit, weil du von den richtigen Menschen umgeben bist. Das Wichtigste an dieser Karte ist jedoch, dass sich letztlich alles zu deinem Besten entfaltet. Die Wege, die du gehst, die Projekte, die du beginnst, führen dich zu Ergebnissen, die dich erfüllen. Es wird Ereignisse geben, die dir Freude bringen. Es wird Unterstützung geben, Menschen, die an deiner Seite stehen. Die Karten zeigen das sehr deutlich. Und vor allem wirst du spüren, dass du nicht allein bist. An deiner Seite sind Menschen, die an dich glauben, die dich tragen, die dich unterstützen. Das sind deine Herzensmenschen. So zeigt sich dein Ausblick, lieber Zwilling, für den April im 2026. Jahr. Dies war ein allgemeines Reading. Wenn du ein persönliches Reading möchtest, mit einer detaillierten Betrachtung deiner Situation, kannst du es per E-Mail bestellen. Die Adresse findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Du kannst sie einfach kopieren, deine Anfrage senden und ich schicke dir alle weiteren Informationen. Wenn du Unterstützung brauchst, um Klarheit zu finden, bin ich gerne für dich da. Abonniere den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Deine Unterstützung zeigt mir, dass meine Impulse dich erreichen und dir helfen. Du kannst auch die Sponsoring-Funktion des Kanals nutzen und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Kommentare, für deine Energie in jeder Form. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer hier auf dem Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich auf dich. Ich sende dir eine herzliche Umarmung. Bis bald.